ihr alle miteinander, ich bin der Tobias von Zeichenblick.de und in meinem heutigen Tutorial geht es um ein Motiv, das ich für die Zombie-Trilogie von George Romero erstellt habe, also zu der Zeit, als es noch eine Trilogie war. Ich habe mit einer Bleistiftskizze angefangen, die habe ich mir eingescannt. Ihr seht, wir haben Motive aus Night, aus Dawn und aus Day of the Dead. Und ja, die Skizze ist schon recht detailliert. Das gibt mir genug Anhaltspunkte, sodass ich weiß, in welche Richtung ich mit dem Motiv gehen möchte. Und ich habe mir bereits in Photoshop die Outlines nachgezeichnet. Die seht ihr hier. Ja, ist recht simpel. Dafür verwende ich einen sogenannten Inking Brush, den habe ich mir eigens erstellt, also 4 Pixel, Härte 100%, Deckkraft und Fluss ebenfalls 100% und unter den Formeigenschaften habe ich das Größenjitter auf den Zeichenstiftdruck eingestellt, sodass, wenn ich jetzt auf meinem Tablett hier arbeite, ich recht sanfte Striche machen kann und auch recht harte Linien. So, das gibt einem dann schon recht gute Möglichkeiten, um die Charakteristiken auszuarbeiten, wie ihr hier jetzt an den Augen seht. Ich habe auch noch eine weitere Ebene erstellt. Da sind jetzt alle schwarzen Flächen schon ausgefüllt, einfach mit einer größeren Version des gleichen Brushes. Das gibt jetzt schon so einen gewissen Comic-Look, sage ich mal. Das ist jetzt für mich die Ausgangsbasis, um die ersten Farbtöne in das Bild reinzubringen. Ich lege mir dazu jetzt eine neue Ebene an, die nenne ich Hintergrundfarbe. Und da gehe ich jetzt ganz simpel mit einem einfarbigen Stift die Fläche ausfüllen. Ich habe mich hier für so einen leichten lila Ton entschieden, denn ich plane nicht, die Figuren realistisch farbig umzusetzen, sondern mir schwebt sowas in dem Stil von Kinoplakaten der 60er und 70er Jahre vor, wo ja öfters mit knalligen Farben gearbeitet wurde und so weiter. Ihr seht, die Outline-Ebene, die darüber liegt, benutze ich jetzt, um mich halbwegs an die Konturen zu halten. Ich raff das jetzt mal hier vor, damit ihr das schneller seht. Dasselbe mache ich für die Zombies im Vordergrund, dann nehme ich einen Blauton. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass die einzelnen Elemente auch auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Also eine Ebene, die nur mit Blau ausgefärbt wird für den Vordergrund, eine Ebene in Lila, das ist der Hintergrund, und dazwischen jetzt noch 2 Ebenen, eine in Orange für Steven, das ist der Zombie rechts, und eine für Bob, der links eben in Grün zu sehen ist. Ich musste auch noch mal ein paar Stellen hier etwas nacharbeiten, wo ich zu viel Grün verwendet hatte. Da musste ich dann die Farbe aus der Ebene löschen und eben die Hintergrundfarbe einfügen. Jetzt räume ich mir erstmal meine Ebenen auf. Ich habe die Outlines mit der schwarzen Ebene kombiniert. Die dupliziere ich mir jetzt, so dass ich 4 Stück davon habe, und erstelle mir eine neue Gruppe und die nenne ich Night für Night of the Living Dead. Das ist das Mädel im Hintergrund in Lila, und da will ich eben die Farbebene und davor als Schnittmaske, das mache ich hier, die Outlines, die mache ich mir da rein. Dann erstelle ich mir nochmal eine neue Gruppe für Steven, also ich arbeite mich quasi von hinten nach vorne. Der bekommt auch noch die Outlines davor. Als nächstes ist Bob an der Reihe, der bekommt auch seine eigene Gruppe. Ebenfalls mit einer Schnittmaske für die Outlines. Und zu allerletzt eben noch eine Gruppe für den Vordergrund, wo meine blauen Zombies auch mit einer Outline-Schnittmaske drin liegen. So.
sehe jetzt gerade, ich habe hier noch die Outline-Kopie im Hintergrund, da fehlt mir aber noch ein bisschen Schwarz, deswegen erstelle ich darunter noch eine neue Ebene, die nenne ich Schwarz, und da zeichne ich dann eben von Hand die fehlenden schwarzen Flächen ein. Nehme ich einen größeren Pinsel, jawohl. Das mache ich so. Und damit habe ich jetzt schon ein ziemlich hübsches Pop-Art-Motiv. Genereller Tipp: nie vergessen zu speichern. Man weiß nie, was passiert. Was mir jetzt hier generell nicht gefällt, wenn ich das Bild anschaue, ist diese orangene rechte Ecke. Deswegen gehe ich hier mal rein und mit dem Auswahllasso schneide ich mir jetzt einfach auf der orangenen Ebene diesen Teil hier weg. Das wirkt, wenn ich mir das ganze Bild anschaue, einfach besser. Jetzt, wo ich mir für jedes Objekt eine eigene Gruppe erstellt habe, kann ich auch wunderbar separat auf jeder davon einzeln arbeiten. Ich erstelle mir jetzt zum Beispiel in der Night-Gruppe eine neue Schnittmaske für die Details. Die liegt unter den Outlines, aber über dem Hauptfarbton. Und ich nehme jetzt mit der Pipette einen etwas dunkleren und einen etwas helleren Ton als diese Grundfarbe. Ich verwende jetzt einen sehr soften Brush, also Härte 0%, Deckkraft und Fluss reduziere ich auch nochmal drastisch, und unter den Pinselvorgaben gehe ich eben auf das Deckkraft-Jitter gesteuert per Zeichenstiftdruck. Pinsel ist mir jetzt ein bisschen zu groß. Schau ich mal, das kommt ungefähr hin. Und wenn ich hier jetzt mit dem dunkleren Ton darauf arbeite, sieht man auch schon, dass ich hier die Schattierung recht gut reinbringe. Ich bin jetzt selber noch ein bisschen am Herumexperimentieren, welche Deckkrafteinstellung die beste ist. Ich denke, ein etwas dunklerer Farbton kommt auch besser. Ja, das sieht schon besser aus. Und damit werde ich jetzt alle Konturen hier nachbearbeiten. Auch mit einem etwas feineren Stift hier in der Kinnebene hier zu arbeiten. Oder hier am Mund. Es geht noch nicht so sehr darum, jetzt Details konkret auszuarbeiten. Es geht nur mal darum, eine grobe Vorstellung davon zu geben, wo ich mehr Licht und wo ich mehr Schatten habe, um das Ganze eben ein wenig plastischer zu gestalten. Das wird mir nachher, wenn ich dann wirklich die Details einarbeite, eine große Hilfe sein. So, ich bringe jetzt auch den helleren Farbton zum Einsatz, einfach um den Kontrast von dem Bild zu erhöhen, um aufzuzeigen, wo eben mehr Licht auftritt und wo mehr Schatten ist. Und genau dasselbe mache ich jetzt bei der Gruppe, die ich eben für Steven angelegt habe. Es ist genau derselbe Brush, den ich benutze, es sind genau dieselben Einstellungen. Der einzige Unterschied ist eben, dass ich hier mit der Pipette einen dunkleren Orangeton genommen habe, der schon leicht ins Bräunliche geht, und der hellere Farbton hat einen leichten Gelbstich. Das ergibt sich aber eben durch den Grundfarbton. Ich versuche da immer so eine Art Mittelwert zu finden. Und für Bob haben wir dasselbe in Grün. Der bekommt auch seine Highlights und auch seine Schattenanteile mit ins Bild. Und das ist für mich eben die Grundlage, um später die richtige Kolorierung vorzunehmen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eben verschiedene Gruppen mit Schnittmasken anlege, denn so kann ich mich jetzt bei dem Auftragen von Farbe darauf konzentrieren, die Schattierung auszuarbeiten, ohne Gefahr zu laufen, irgendwie über den Rand hinaus zu zeichnen. Denn die Schnittmaske, in dem Fall, was ihr jetzt gerade seht, ist eben für diese Vordergrundebene mit dem vollflächigen Blauton angelegt. Das heißt, ich kann hier über die Konturen nicht hinauszeichnen, solange ich eben mit einer Schnittmaske arbeite. Und das macht die Arbeit für mich deutlich einfacher. Also Schnittmasken sind wirklich eine tolle Sache. Ich mag Schnittmasken sehr. Ich
würde sogar so weit gehen zu sagen, ich liebe Schnittmasken. Nein, ernsthaft, Schnittmasken eröffnen einem wirklich sehr viele Möglichkeiten. Sehen wir uns das Bild jetzt mal an, das gibt schon einen recht guten Eindruck von der Tiefe. Und wenn ihr in der Ebenenpalette schaut, hier, das ist die Farbebene und das hier sind die Outlines. Das sind wirklich nur 2 Schnittmasken über der einfarbigen Ebene, jeweils pro Gruppe. Erstmal wieder speichern, man weiß nie, was passiert. Und das wäre es soweit eigentlich mal. Ich gehe jetzt nochmal näher an das Bild heran. Merke hier nämlich gerade, dass ich hier noch eine grüne Fläche drin habe von Barb. Das lösche ich jetzt und das lösche ich auf der Ebene, die natürlich nur den Farbton enthält, weil alles, was an Schnittmaske darüber liegt, geht dadurch ja automatisch weg, das brauche ich gar nicht radieren. Ich mache das nur aus dem Grund, weil ich eben gemerkt habe, eigentlich, da ja dieses lila Zombie-Mädel dahinter ist, müsste man an dieser Stelle, wo eben quasi ein Loch zwischen seinem Kopf und seiner Hand ist, nicht grün sehen, sondern eigentlich lila. Deswegen lösche ich diesen Teil jetzt eben heraus. So, hier noch an der Ecke ein bisschen. Ist für mich auch mal wichtig, dass ihr es in normaler Abspielgeschwindigkeit seht. Und jetzt gehe ich in die Night-Ebene, nehme meine beiden Schnittmasken deaktiviert, dass ich wieder nur den Standardton habe und mal mit dem jetzt auf der gleichen Ebene. Hoppla, die Deckkraft muss natürlich nach oben. Und auch hier das Jitter deaktivieren. Fülle jetzt hier das ganze Ding eben erstmal flächig aus. Da sieht man jetzt auch schon den Eindruck, den das gibt. Und ich nehme mir jetzt nochmal, hoppla, das war zu nah. Ich nehme mir jetzt nochmal den Brush von vorhin, mit dem ich die Farben gemalt habe, den soften Brush, und gehe jetzt mit der dunkleren Farbe da rein, denn der Barb wirft ja jetzt einen Schatten auf das Mädel, das da im Hintergrund liegt, und gebe dem Ganzen dadurch auch nochmal mehr Tiefe, dass ich das eben dunkler gestalte. Und wieder speichern, denn man weiß nie, was passiert.